am Ende dem TÜV die Möglichkeit geben soll, einen Stempel draufzulegen auf das System und zu sagen, okay, dieses System ist in der Lage, das Fahrzeug autonom zu fahren. Ja, seit 10 Jahren mal wieder in so einem Hörsaal. Zumindest bei mir sind es 10 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir war. 10 Jahre nicht ganz. Ich schätze mal so 3 Jahre, 3, 4 Jahre ungefähr. Das ist eigentlich ganz passend, denn ich wollte mich heute mal mit dir darüber unterhalten, warum du eigentlich ausgerechnet zu BTC Embedded Systems gekommen bist. Obwohl du ja sicherlich als Informatiker viele Möglichkeiten hattest, auch hier in der Region und sicherlich auch einige Angebote hattest du immer erzählt. Und warum hast du dich ausgerechnet für die BTC Embedded Systems entschieden? Ja, also vor 2 Jahren, als ich zu BTC Embedded Systems gegangen bin, hat mich am meisten interessiert diese Kombination aus Forschung und Produktentwicklung. Das heißt, wir haben einerseits einen Forschungsbereich, der Ergebnisse aus der Hochschule aufgreift und auch Prototypen entwickelt. Und auf der anderen Seite gibt es die Produktentwicklung bei uns und die ist dann dafür da, das entsprechend qualitativ hochwertig und nutzbar auch an den Kunden auszuliefern. Und das fand ich super spannend. Und sowas in Oldenburg zu haben oder in der Umgebung, in der Region, das hat mich halt gereizt. Aber du bist jetzt ja nun in der Produktentwicklung, deswegen sollten wir vielleicht da noch mal ein bisschen ein Augenmerk drauf legen. Und was machst du so? In welchem Arbeitsbereich? Welche Probleme versuchst du zu lösen? Was nutzt du so für Technologien? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen. Also ich arbeite im Moment im Bereich autonomes Fahren. Wir sind gerade dabei, ein Produkt zu entwickeln, welches autonom fahrende Fahrzeuge abtestet und am Ende dem TÜV die Möglichkeit geben soll, einen Stempel draufzulegen auf das System und zu sagen, okay, dieses System ist in der Lage, das Fahrzeug autonom zu fahren. Und da geht es um Fragen, wie kann ich Verkehrsszenarien eigentlich sinnvoll darstellen? Wie kann ich die Ergebnisse von diesen virtuellen Abfahrten nachher auswerten? Und wie komme ich da eigentlich zu einem Gesamtergebnis? Und warum ist das so schwierig? Bei autonom fahrenden Systemen fahren ja heute auch schon auf der Straße. Ja, Also keine autonom fahrenden Systeme, aber Autos halt. genau. Autos fahren, es gibt da unterschiedliche Stufen, wie autonom sie mittlerweile fahren können oder auch dürfen. Und da hört man ja immer mal wieder in der Presse, wenn da neue Meilensteine erreicht wurden. Und es ist eben so, dass so ein System natürlich sicherheitskritisch ist und dadurch auch eine entsprechende Testabsicherung stattfinden muss. Und im Bereich autonomes Fahren ist das eben nur möglich, indem man diese kritischen Verkehrsszenarien, abfängt und eben sicherstellen kann, dass sich das Fahrzeug entsprechend sicher verhält. Und das macht man normalerweise, kennst du wahrscheinlich, mit ganz normalen Fahrten, mit Realfahrten. Das ist aktuell bei autonomen fahrenden Systemen nicht mehr möglich und deswegen geht man da in die virtuelle Absicherung. Ja, ich danke dir für den ganz kurzen Einblick. Wenn man mehr haben will, kann man sich gerne bei uns bewerben. Ich hoffe, du schaffst auch die 10 Jahre. Bin da aber sehr positiv. Hat auf jeden Fall bisher sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten und ich hoffe, dass wir gemeinsam es schaffen, in den nächsten Jahren dann eben auch ein Produkt zur Adressierung dieser Herausforderungen in dem Bereich autonom fahrender Systeme auf den Markt zu bringen. Dankeschön. Dankeschön, gerne.